Herzlich willkommen zurück bei Neovara. In Teil 1 haben wir gesehen, warum klassische Diäten so oft scheitern. Heute geht es um eine einfache Struktur, die für mich der Startpunkt war, nämlich Intervallfasten 8-16. Ich lasse schon seit Jahren die Uhr entscheiden, wann ich esse und wann nicht. 8 Stunden Essen, 16 Stunden Pause. Und ohne Kalorienzählen waren in einem Jahr rund 10 Kilo weg. Für mich war das der erste Abnehmansatz, der sich wirklich leicht anfühlte. Und bevor wir uns näher mit dem Intervallfasten beschäftigen, noch eine kurze Bitte. Wenn dir unsere Videos gefallen, klick doch gerne auf Abonnieren. Der Button ist unterhalb vom Video und sieht bei dir vielleicht schwarz, rot oder grau aus, je nachdem, ob du am PC oder am Handy bist. Wichtig ist, das kostet dich nichts, du verpflichtest dich zu nichts und du bekommst auch keine Mails von mir. Der Vorteil für dich ist aber, meine neuen Videos werden dir automatisch auf deiner YouTube-Startseite vorgeschlagen. Du verpasst also nichts. Und der Vorteil für mich ist, je mehr Abos und Likes ein Kanal hat, desto häufiger schlägt YouTube die Videos auch anderen Menschen vor. So können noch mehr Menschen von meinen Inhalten profitieren. Vielen Dank dafür. Stell dir vor, du hast einfach ein Zeitfenster zum Essen. 8 Stunden am Tag darfst du essen und die restlichen 16 Stunden gönnst du deinem Körper eine Pause. Das ist schon alles. Kein Kalorienzählen, keine Punkteliste, keine App, die dich ermahnt, nur ganz einfache Regeln. Ein Beispiel: Du startest mittags um 12 Uhr mit dem Essen und hörst abends um 20 Uhr wieder auf. Oder du bist eher ein Frühaufsteher und machst dein Essensfenster von 8 bis 16 Uhr. Beides funktioniert. Wichtig ist nur, es bleibt überschaubar, einfach und klar. Das Faszinierende daran ist, schon durch die kürzere Essenszeiten verschieben sich Mahlzeiten oder fallen weg. Viele verzichten automatisch aufs Frühstück oder auf spätes Abendessen. Snacks zwischendurch in den Fastenstunden fallen automatisch weg. Und so sinkt die Kalorienaufnahme ganz von alleine. Ich erinnere mich noch gut an mein erstes Jahr mit 8-16. Ich habe genauso gegessen wie vorher, keine spezielle Diät, keine Verzichtslisten und trotzdem gingen 10 Kilo runter. Und das Beste: Ich musste nie hungrig ins Bett gehen, aber auch das Gegenteil passierte nicht mehr, nämlich, dass ich spät abends noch viel gegessen habe und der volle Bauch mich dann nicht einschlafen ließ. Für mich war das ein Aha-Moment. So einfach kann es also auch gehen. Und genau das ist die Stärke von 8-16. Es ist eine Struktur, die sich leicht in den Alltag einfügt. Keine Theorie, sondern gelebte Praxis. Viele Menschen merken schon nach wenigen Wochen, dass sich ihr Körper auf den Rhythmus einstellt und es sich nicht mehr wie ein Zwang anfühlt, sondern fast schon natürlich. Ich habe heute den Eindruck, dass der Hunger und ganz besonders der Heißhunger, den ich früher manchmal hatte, außerhalb der Essenszeitfenster komplett verschwunden ist. Funktioniert 8-16 wirklich oder war das bei mir nur ein glücklicher Zufall? Nein, es war kein Zufall, denn es gibt inzwischen tatsächlich viele Studien, die genau das untersucht haben. Menschen, die nach dem 8-16-Prinzip essen, nehmen vor allem zu Beginn an Gewicht ab. Oft sind es mehrere Kilo innerhalb weniger Monate und das Spannende daran ist, diese Ergebnisse sind vergleichbar mit klassischen Diäten, bei denen man Kalorien zählt. Nur berichten viele, dass es bei 8-16 viel leichter ist durchzuhalten. Und warum? Weil es einfacher ist, eine Uhr im Blick zu behalten, als ständig mit Tabellen oder Küchenwagen zu hantieren. Aber es geht nicht nur ums Gewicht. In einigen Untersuchungen hat man auch gesehen, dass sich der Blutzucker verbessert und die Insulinempfindlichkeit steigt, was sehr gut ist. Und für Menschen, die zum Beispiel ein erhöhtes Risiko für Diabetes haben, ist das eine wertvolle Unterstützung. Auch Blutdruck und Cholesterin können sich bessern,
Nicht in jeder Studie gleich stark, aber die Tendenz ist auf jeden Fall positiv. Und dann gibt es noch einen Punkt, der mich ganz besonders fasziniert, die Autophagie. Das klingt erstmal kompliziert, bedeutet aber etwas ganz Einfaches. Wenn die Zellen für eine Weile keine neuen Nährstoffe bekommen, fangen sie an aufzuräumen. Sie bauen alte oder beschädigte Bestandteile ab und recyceln sie. Man könnte sagen, der Körper macht einen kleinen Frühjahrsputz von innen. Für diese Entdeckung gab es sogar den Nobelpreis im Jahr 2016. Die genauen Abläufe beim Menschen sind noch nicht in allen Details erforscht, aber die Idee dahinter ist faszinierend. Nicht essen bedeutet damit eben nicht nur Verzicht, sondern gibt dem Körper auch die Chance, sich selbst zu regenerieren. Kurz gesagt, die Wissenschaft zeigt, dass Intervallfasten nicht nur beim Abnehmen hilft, sondern auch tiefergehende Prozesse im Körper anstoßen kann. Und das macht es für mich so spannend. Vielleicht denkst du jetzt, ja, klingt ja interessant, aber wie fange ich jetzt damit an? Und genau da liegt eine Stärke von 816. Du kannst zwar, aber du musst nicht alles sofort auf einmal perfekt umsetzen. Es reicht, kleine Schritte zu gehen. Ein guter Start ist zum Beispiel ein 12-12-Rhythmus, das heißt 12 Stunden Essen und 12 Stunden Pause. Also vielleicht von 8 bis 20 Uhr. Das ist für die meisten Menschen leicht machbar. Und schon das kann einen Unterschied machen. Wenn du dich damit dann wohlfühlst, kannst du das Fenster nach und nach verkürzen. Erst auf 10-14 und dann vielleicht noch auf 8-16. Und das Schöne, die Schlafenszeit ist automatisch Teil der Fastenphase. Und wenn du zum Beispiel abends um 8 die letzte Mahlzeit hattest und morgens erstmal nur einen Kaffee trinkst, dann hast du schon einen großen Teil der 16 Stunden geschafft, ohne es überhaupt zu merken. Womit wir beim nächsten Punkt sind, Getränke. Wasser, Tee oder schwarzer Kaffee sind völlig in Ordnung während der Fastenphase. Viele merken, dass gerade ein Kaffee am Morgen die Fastenzeit viel leichter macht. Trinke genug, damit der Körper auch beim Aufräumen genügend Wasser zum Putzen hat. Und natürlich gibt es auch Stolperfallen. Manche versuchen im Essensfenster alles nachzuholen, was sie während der Fastenphase weggelassen haben. Oder sie nutzen das Fasten als Freifahrtschein für Junkfood. Ja, das ist menschlich, aber es bringt dich nur viel langsamer ans Ziel. Besser ist, im Essensfenster trotzdem auf echte, unverarbeitete Lebensmittel zu achten. Erinnere dich an das, was wir in Teil 1 besprochen haben. Ein Apfel sieht aus wie ein Apfel. Und genau solche Lebensmittel tun dir gut. Und noch was Wichtiges möchte ich dir mitgeben. Ausnahmen sind erlaubt. Wenn du Geburtstag feierst oder mit Freunden essen gehst, dann genieße es. Die Regel ist entscheidend, nicht die Ausnahme. Wichtig ist nur, dass diese Ausnahmen eben nicht zur Regel werden. Und weil es mir wichtig ist, es gibt auch Menschen, für die Intervallfasten nicht geeignet ist. Wenn du zum Beispiel schwanger bist, wenn du stillst, wenn du untergewichtige Tendenzen hast oder Medikamente nimmst, zum Beispiel gegen Diabetes, dann lass dich bitte vorher von deiner Ärztin oder von deinem Arzt beraten. Bei mir war es so, nach dem ersten Jahr mit 8,16 habe ich schon 10 Kilo verloren. Und ich war stolz wie Bolle. Aber dann kam eine Phase, die kennen viele. Das Plateau. Das Gewicht bleibt einfach stehen. Und genau hier geben viele auf. Sie denken, bringt doch nichts, ich schaffe es ja sowieso nicht. Für mich war das aber jetzt der Moment zu sagen, ich mache jetzt erst recht weiter. Und ich fand einen zweiten Hebel, nämlich den Zucker zu reduzieren. Nicht zu 100%, aber deutlich weniger. Und das hat wieder einen Unterschied gemacht. Und dann kam noch ein dritter Hebel, nämlich Bewegung. Diese beiden Themen möchte ich im dritten Teil dieser Folge beschreiben. Denn Teil 3 dreht sich um genau diese beiden Hebel, weniger Zucker und mehr Bewegung. Beides zusammen kann den Stillstand überwinden
und dich ein großes Stück näher an dein persönliches Ziel bringen. Außerdem habe ich für die nächste Folge noch etwas Besonderes vorbereitet, ein Fraktal-Kaleidoskop-Video, wie du es vielleicht schon von meinen anderen Themen kennst. Es ist wie eine kleine visuelle Meditation, die dich beim Abnehmen unterstützen soll. In Teil 3 werde ich es dir als Geschenk mitgeben und ich bin gespannt, wie es dir gefällt. Noch etwas Persönliches. Mich würde interessieren, wo du gerade auf deiner Reise stehst. Schreib doch dein aktuelles Gewicht in die Kommentare und dazu dein Wunschgewicht. Und wenn du unterwegs kleine oder große Meilensteine erreichst, teile es ja auch uns mit. Zum Beispiel endlich wieder zweistellig. Oder juhu, die erste Zahl hat sich verändert. Oder wow, die Hälfte meiner Strecke ist geschafft. So können wir gemeinsam deine Erfolge feiern und vielleicht motivierst du damit auch andere, damit dran zu bleiben. Zum Abschluss noch ein kleiner Bilderwitz zum Intervallfasten. Mist, zu spät, aber hey, dafür ein Schritt näher an der Wunschfigur. In diesem Sinne, bleib dran, bleib gelassen und vor allem hab Spaß auf deinem Weg. Bis zum nächsten Mal.